Das ist ja wie in den Alpen im Winterurlaub. Boah, kalt auch, ne? Ne, im Winterurlaub ist klare Luft, ne? Ist kalt. Boah, muss ich auch. Ich muss erstmal noch Bude wischen. Da wird ja warm. So, in alter Tradition hat sich der Aufbruch natürlich etwas verschoben in Richtung Abendstunden. Eine Fähre fährt heute natürlich nicht mehr von der Insel, deswegen hauen wir uns irgendwo an den Strand oder am Hafen oder so dahin. Mittlerweile 12:30, aber scheint, als würden wir jetzt loskommen. Oder, Papa? Ich habe nur ein Leere im Kopf. Ja, okay. Einfach Motor starten und... Eben, da hänge ich noch ein bisschen. Ach so. Hoffentlich muss ich mir jetzt nicht in die Affen gucken. Oh, Papas läuft. Scheiße. Oh, wieder aus. Oh. Tja. Ist ja nur 1 Uhr nachts an einem Dienstag. Seid ein bisschen leiser. Benzin auffährt. Oh, jetzt ist es aber laut. Ich mach schon mal Platz, dass er hier losfahren kann. Boah, jetzt nicht abwürgen, ey. Nein! Fahr schon mal! Scheiße, was ist denn jetzt passiert, ey? Ja, ich weiß auch nicht. Ach komm. Ja, es ist Wetter. Nicht mehr stehen bleiben. Juhu! Sehr ungewohnt, gerade auf dem Motorrad zu sitzen. Und überhaupt jetzt hier abzureisen. Aber es ist soweit. Tschüss. Ah, hier ist noch richtig was los. Also das war richtig was los. 4 Leute sitzen in der Kneipe. Juhu, endlich. Kiste läuft. Ist dicht. Also zumindest die gröbsten Stellen sind abgedichtet. Yeah! Juhu! Ja, Mann! Ja! Oh, nass, ey. Feucht. Das gibt einen nassen Schlafsack. Puh, ey. Mit Visier sehe ich kaum was. Und ohne Visier sehe ich kaum was. So, jetzt sind wir schon in Limenas. Hier ist auch der Hafen. Hier fährt die Fähre. Durchschlängeln. Ist hier eine Treppe? Hier ist eine Treppe. Scheiße. Oh, ich stehe im Weg. Ups. Jetzt noch schön Reis kochen. Und dann hier hinhauen. Erste Nacht erfolgreich überstanden. Endlich wieder frei. Aber es ist schon eine Überwindung jedes Mal, ne? Ja, aber ich hatte richtig Bock jetzt. Ja, aber bis man dann so weit ist, dass man das wirklich macht, das dauert. Da steht die Fähre. Die nehmen wir dann gleich und dann tuckern wir darüber. Das kleine Bötchen ist auch so laut wie die Fähre. Schön durch den Sand erstmal hier. Okay, wir sind von der Fähre runter. Jetzt brauche ich
Erstmal eine neue Batterie. Ja, mal gucken, ob wir was finden. Meine Socken hier, das sieht ja richtig kacke aus. Okay, wir haben jetzt ein paar Läden abgeklappert. Leider erfolglos. Wir hauen uns jetzt hier irgendwo hin, glaube ich. Gehen jetzt noch was einkaufen, lecker. Und dann suchen wir morgen weiter. Boah, und man sieht Tassos, wie geil. Aber gut, dass wir so früh anfangen, am Schlafplatz zu suchen. Weil hier ist auch wieder nichts, zu viele Mücken. So vielleicht? Ja, dann kommen die alle ins Gesicht halt. Ja, aber da kriege ich es mit. Ah! Wir müssen in die Berge. Da wird es schön kalt und keine Mücken. Ja. Ich glaube, auch in Bergen ist das besser. Fängt der hier mit Sport an um 1 Uhr nachts. Ob Vater schlafwandelt. Ja, wir haben einfach so ein Anti-Mücken-Stäbchen angemacht. Ja. Gibt's bei DM. Ja, was sind die schlimmsten Plagen vom draußen schlafen? Das ist wieder gut. Also, Kälte ist wahrscheinlich höher, aber danach kommen die Mücken und dann kommt eine Rauchvergiftung. Ja, neuer Begleiter. Bitte? Ich würde lieber runtergehen, Junge. Ah, jetzt nicht hier rumklettern. Kletter runter, ja. Okay. Oh, ich hatte gerade... Ah, da ist sie. Ich habe versucht, sie runterzukriegen. Die hat sich voll versteckt. Jetzt fährt die halt mit. Jetzt sitzt er da auf dem Handguard. Alter, wie geil! Überm Zündschloss. Oh, wie süß. Oh, ist ein bisschen rutschig. Durch die Vibration rutscht er ab. Der müsste mal vorne auf den Schlafsack klettern oder so. Das ist bestimmt viel Grip. Und so ein bisschen gedämpft. Ja, da die Scheibe vom Tacho ist zu glatt wahrscheinlich. Ja, da kommt er nicht hoch, ey, Kacke. Der muss an dem... Aber er versucht richtig. Oh, da rutscht er ab. Und ich falle ins Gestrüpp, weil ich zu sehr auf ihn gucke. Kletter den Stab hoch oder den Spanngurt. Ja, das ist der Zündschlüssel. Er muss drin bleiben. Könnt ihr mir jetzt die Hand geben? Ja, ja, den Gurt, genau. Jetzt hat er den Gurt. Er hat... Oh, das war jetzt so wackelig. Ich muss hier auf dem Glatten fahren. Ja, er hat's geschafft, Alter. Wie geil. Ja, Mann. Oh, Mücken, friss eine. Oh. Ja, Alter. Hey, wie cool. Also Batterieshop hat zu. Er fragt, wo es die Batterien gibt, glaube ich. Er meinte, warte und so. Okay. About 5 Kilometer, 6 Kilometer. Er meinte Motorradladen. Ja, okay. Der Typ kennt den Laden und fährt uns jetzt zu seinem LKW hin. Ist ja auch geil. Continue the road from here. Yes? See left side, you see motorcycle. Ah, okay. Outside. Okay. Okay. Okay, super. Efkaristo. Thank you. Papas Elektrik macht auch Probleme. Bei dem kommt irgendwie viel zu viel Strom an. 16 Volt oder so. Er hat an der Ladebuchse so eine Anzeige. Was das bedeutet? Regler kaputt oder was? Versteh's halt nicht. Auf jeden Fall haben wir beide Elektrikprobleme. Was gibt's? Ja, ich kaufe jetzt eine neue Batterie. Lithium. Ist Lithium gut? Ja, es gibt jetzt nichts anderes. Keine andere Batterie. Sag mal. Okay, Lipo-Batterie ist eingebaut. Ich habe gerade noch einen Kurzschluss verursacht mit meiner Alu-Verkleidung. So ein bisschen aufpassen. Schnell Schlafplatz suchen. Dunkel wird sowieso sein dann. Irgendwo hier hoch in die Berge am Fluss. Hier ist so eine Brücke. Okay, Da geht ein Wanderweg rein. okay.
Oh. Oh, 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 oh. Gar nicht so ohne. Okay, was haben wir hier? Ach, ganz nett. Direkt. Ja, auch wie ich das Holz schon mal vorbereitet. Den Berg da schon. Kochholz. Ungefähr so viel Holz braucht man für Kartoffeln, Lauch und ein Steak. Und wenn man dann nach dem Kochen auch noch ein bisschen Feuer haben will, musst du noch mehr machen. Und wenn man am nächsten Morgen auch wieder Feuer machen will, musst du noch mehr machen. Oh, Saka! Das ist gut hier, das lege ich jetzt schon an den Rand. Da beim Feuer. Ach, heiß. Oh. Au, ist das heiß. Dann ist das etwas besser klar. Nur 2? Erstmal ja. Ich habe irgendwie 8 oder so. So, let's. Okay, ich habe jetzt super viel Zeit hier in einem Café gesessen und meine Untertitel gemacht für Part 6. Das dauert immer stundenlang. Und jetzt hat es angefangen zu regnen und wird dunkel. Papas Abblendlicht ist kaputt. Vielleicht durchgebrannt, weil der Regler so viel Strom durchlässt irgendwie. Wir fahren jetzt wieder zurück zu unserem alten Schlafplatz. Also was ein Start, ey. Der erste Tag sind wir nur von Agios Georgios auf Tassos bis zur Küste gefahren. 10 Kilometer. Dann den nächsten Tag sind wir mit der Fähre rüber. Einmal ein paar Kilometer hin, Batterie gesucht, ein paar Kilometer wieder zurück. Dann der nächste Tag weiter Batterie gesucht. Hin und her. Bis nach Xanthi gefahren. Ja, und dann hier hinter Xanthi in die Büsche geknallt. Und an demselben Ort gehen wir jetzt wieder schlafen. Oh, Unfall. Oh. Okay, siga. Scheiße, Alter. Wir sind gerade ein bisschen in Panik verfallen, weil wir da hinten im Wald ganz schönes Gegrunze gehört haben und so und Äste geknacke. Das hörte sich dann nach einem fetten Keiler an. Dann bin ich nochmal panisch aufgesprungen und habe hier so ein paar fette Brummer fürs Feuer besorgt. Der sollte jetzt die Nacht durchbrennen. Aber ist, glaube ich, friedlich. Da haben wir gestern auch schon gehört, da hier oben im Gebüsch. Da ist, glaube ich, sein Pfad. Der nächste Morgen am selben Spot. Und wir fahren noch weiter zurück
wieder nach Xanthi, da von wo wir hergekommen sind. Ja, Papa guckt mal, ob der da einen Regler findet. Scheint zu funktionieren. Ja, und jetzt ist der Tag rum, also wir fahren wieder zu unserem altbekannten Schlafplatz. Was machst du da? Warum machst du das? Weil wir jedes Gramm sparen müssen. Was machst du jetzt mit der Flasche? Lässt du die da stehen? Oder man entsorgt sie halt fachgerecht, recyclingmäßig. Zusammen mit Plastik und Biomasse und allem anderen. Wir fahren jetzt schon zum 3. Mal lang. Aber es ist einfach auch schön. Schönes Flüsschen. Obwohl Papa von dem Wasser, glaube ich, ein bisschen krank geworden ist gestern mal kurz für ein Stündchen. Er hat sich damit einen Kaffee gemacht und die Zähne geputzt. Und war da mal kurz ganz schön angeschlagen. Aber war auch schnell wieder weg. So, Feuerholz liegt noch da. Ich wollte vielleicht noch an meiner Gemischschraube drehen. Nee, wollte ich eh nicht. Wenn ihr euch fragt, wie die YouTube-Videos entstehen, hier in meiner mobilen Workstation. Hier habe ich alles, was ich brauche. Stifte sind parat. Bonbon. Also ich muss wieder in Köln sein, so um Pfingsten rum, ne? Das ist so 20. Mai. Ja. Schöner Film. Ja. Mein Lieblingsfilm. Ja, der hat auch so eine Reise gemacht einfach. Ne? Mhm. Stimmt, ähnlich wie ich jetzt. So, der 3. Morgen hier. Und wir kommen wahrscheinlich wieder nicht los. Ja, wir wollen mal nicht überdramatisieren. Ne? Vielleicht ist ja nur irgendein Wackelkontakt. Ja, ich sag nur, scheint gerade so, weil wenn ich jetzt hier am Zigarettenanzünder messe, also gerade eben hat er 6,6 gezeigt. Jetzt 8,6. Naja, aber der Brei kocht. Und noch ein Toast. Oh ja, einen Toast nehme ich auch gerne noch. Aber mit einer Batterie, die sowieso keine Power hat, da glaube ich, kannst du auch nichts messen. Ja, hier. Du kannst halt auf diese Weise, wie soll ich sagen, da fließt nicht genug Strom. Hey! So, jetzt reicht's. Ich kann mir vorstellen oder hoffe einfach, dass die jetzt einfach abgeschaltet hat, weil sie recht leer war, aber noch nicht komplett entleert ist und sich einfach jetzt wieder auflädt und halt nicht so eine große Kapazität hat, dann kann ich halt, wenn der Motor aus ist, nicht mehr so richtig was laden. Blinker tun es wieder nicht. Ist das ein Wackler im Zündschloss? Ist das ein Wackler im Zündschloss? Also, die Schlüssel, wenn ich an den Schlüssel wackel. Alles gut. Geil, die beiden hier. Super. Oh, die Luft ist geil hier. Na, hier ist weniger Müll. Über die Brücke. Juhu. Was labern die? Ich glaube, wir sind jetzt hier Ja, einfach weiter hoch. links rum, glaube ich. Nö. Ja, ich glaube ja. Okay. Where are you from? Germany. Germany. Ja, hier auf der Wiese. Hier ist Wiese, hier ist Feuerstelle, hier ist Wasser.
runtergedrückt wird regelrecht. Ne? Mhm. Was ist richtig weit? Ja, der Trail jetzt, das Stück. Also ich glaube nicht, dass wir es in einem Tag schaffen. Oh. Hätten wir nochmal Vorräte aufstocken können. Ne? Ja, dann sollten wir jetzt vielleicht ein bisschen sparsam sein. Ja. Nicht ohne hier. Oh. Alter. Da unten ist ein Autowrack. Ist das da den Berg runtergekullert oder was? Oh, oh, oh. Ist doch ein Neuwagen. Bestimmt geklaut und hier geschlachtet, oder? Ja, kann sein, ja. Noch eine ausgeschlachtete Karre. Ja. Jo. Oh, hier ist es bestimmt schön, aber keine Chance, da gucke ich nicht. Jo, ganz nett. Ach ja, Oh, da ziehen aber dicke schwarze Wolken auf. Ja. Aber man kann auch fahren. Aber hier haben wir einen Unterstand. Hallo? hallo. Ja, hier immer reingemarschiert. Ah, hallo. Ja, Oh, hier muss man aber aufpassen. Rein Ja? in die gute Stube. Ja, danke. Ein bisschen zieht's. Ich mach mal Tür zu. Ja, die Tür muss immer zu. Sonst bröckelt auch der Putz. Ah ja, ja, der Na? frisch gemacht, ne? Alles frisch geputzt, ja. Und ist das hier Terrasse oder ist das Wohnzimmer? Das ist Multi, also jeder wie er will, ne? Guck mal, was ist das denn hier? Okay. Aber geil gebaut, ne? Ja, habe ich auch gedacht. Aber ein bisschen kleine Durchgänge. Das Fachwerk hier. Chaos-Fachwerk. Schau mal hier in die privaten. Guck mal, Knöpfe und so. Echt? Knöpfe? Oh Gott, das ist so liebevoll gemacht irgendwie hier, dieses Schublädchen. Ja, ne, da in die Wand so eingelassen. Ja. Auch hier diese. Der hat aber immer gut gequalmt, ne? Guck mal, das Dach. Könnte ich mal aufs WC? Wenn frei ist. Schöner Blick, wa? Ja. Ah, hier ist das WC, glaube ich. Ah. Oh, ich glaube, das WC ist weggebrochen. Da hat einer aber ordentlich Schuhe gehabt. Hausschuh. Hausschuh. Ja, wollte ich sagen, ne? Hier drin und Hausschuh. Ach so. Na gut, ich muss aber weiter, ne? War nett. Ja. Aber kein WC und so. Ich weiß nicht. Wieder schauen. Was ist hier los? Die Bremse war fest. Ist aber auch Marke Eigenbau. Ja, vielleicht deswegen, aber jetzt ist es wieder Marke Eigenbau und es dreht sich wieder. Moschee. Für die 2 Häuser hier. Ja. Alter. Alle auf Papa. Und die Kuh auf mich. Oh oh. Jetzt hier nicht aufs Maul legen. Hallo Kuh.
Uff. Und wieder blockiert. Aber voll, wa? Du musst dir halt ganz locker einstellen jetzt. Ja. Wird ja nicht besser. Jetzt habe ich Salmonellen. Wow. Ui, Alter, was fummelst du an der Kamera rum? Oh. Abgelenkt vom Multimedia-System. Wow, das war knapp. Das macht doch Spaß, sich hier so eine Linie zu suchen, die man fährt. Gerade in so technischen Stellen. Wo ist die beste Linie? Wo komme ich am besten durch? Hier kommen wir gleich zum großen Fluss. Vielleicht ist das eine gute Idee. Oh, ich sehe gar nichts, wenn das so aufgewühlt ist. Aber geht ja easy. Ich glaube, man sollte nicht zu schnell fahren, sonst verliert man den Grip und wird zur Seite gedrückt. Wow, das Hinterrad ist voll versackt. Wow, jawohl. Jetzt regnet das. Die Brücke, wie war die? Schmal. Schmal und hoch. Da oben so ein Schafstall oder so. Da hinten ist schon wieder hell. Ja. Wir harren aus. Ja, ja. Ich würde auch sagen, einfach ausharren. Also jetzt, so langsam erst gewöhne ich mich so ans Stehenfahren. Merke ich jetzt auf jeden Fall, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, was eine ganze Weile dauert auf dem Motorrad, dann hast du so viel mehr Kontrolle im Stehen. Und vor allem habe ich das Gefühl, weil ich so mehr Grip aufs Vorderrad bringen kann. Guck mal, hier ist richtig sandig. Sand ist nochmal eine andere Sache. Ja, ich wollte vorhin Papas Spurräder. Hier wieder Sand. Aber auch da. Ich weiß nicht, man will im Sand will man halt auch nicht, dass das Vorderrad zu sehr versinkt, ne? Da weiß ich gar nicht, ob man sich da eher nach hinten lehnt. Aber fühlt sich auf jeden Fall auch besser an im Stehen in dem Sand. Man hat halt auch mehr Arm- und Beinbewegungsfreiheit. Dass die Kiste unter dir ruhig mal ein bisschen rumrutschen kann oder einen Schlag kriegen kann. Und du hältst aber irgendwie es ist echt nicht so leicht, sich aufs Fahren und aufs Labern zu konzentrieren. Aber man hält halt den Schwerpunkt schön mittig mit dem Körper. Schöne Technik kann man üben hier, ne? Ja, ich habe auch gerade erzählt, so, dass ich voll reinkomme, so ins Stehen fahren. Und dass ich auch jetzt in den Kurven merke und so. Man kann zwar in den Kurven im Sitzen schön den Fuß rausmachen, ne? Das gibt Grip aufs Vorderrad. Aber ich habe das Gefühl, es bringt viel mehr, wenn ich stehe und mich schön nach vorne lehne. Und dann kann das Heck schön wegspringen. Aber das Vorderrad bleibt viel stabiler. Oder ich habe jetzt ganz schön lang gebraucht, um so weit zu kommen. Fahrtechnisch. Aber jetzt bin ich so viel sicherer. Oh, ganz schönes Loch hier. Alter, das muss ja so kommen. Mit der Ansage
Ja, es geht. Ja, mit Technik. Nee, gar nicht. Aber ich habe gerade in die Kamera gesagt, wie gut ich fahren kann. Vorher. Ja, genau hier, 2 Meter vorher. Ja. Hä? Was ist das denn hier? Die nervt mich nur. Hier ist die ganze Feuchtigkeit unter dem Ding, obwohl es nie feucht war. Hier war auch Feuchtigkeit drunter, die ist jetzt wieder raus. Und jetzt ist das Gewinde durch, oder was? Das Gewinde ist voll im... Hä, wie ist das denn passiert? Die war immer fest. Scheiß Qualität. Dafür 600 €, ey. Ab in die Socke. Sticke Socke. Ah, die Honda nimmt es mir nicht übel. Läuft wie geschmiert. Oh, Müll verloren. Wollte heimlich entsorgen, ne? Nach griechischer Art. Gut, nehme ich den halt. Hättest du ja mal fragen können. Wow, ey. Nächstes Wasserloch, ich halte mal mehr Abstand. Wow, was für eine schöne Quelle hier. Alter. Also, ist gar keine Quelle, Bächlein. So, wir haben Vorräte aufgefüllt und ein bisschen getankt. Jetzt schmeißen wir uns wahrscheinlich noch mal 3-4 Tage in die Berge. Aber wir haben jetzt ein bisschen Vorräte für 2 Tage. Jetzt schauen wir mal nach dem Schlafplatz. Gibt's hier Wasser? Hey! That's where I've heard they done said to her, wanted her for my own after you. Das soll hier eine gelbe Hauptstraße sein? Ja, sieht so aus. Ups. Ja, das ist die. Okay. Fahren müssen. Ach ja, wie geht's dir? Gut, alles gut. Drin. Ja, Miste. Oh. Alter. Wo will die hin? Kommt die da hoch? Wie ich gerade eben mit dem Bike. Ja, Mann. Stabil. Hillclimb. Die da jetzt durch? Boah. Bulldozer. Ganz ruhig. Oh. Ja, ja, ja. Und ab geht's. Wohin auch immer. Schön durch den Wald hier. Bisher war hier alles so kleine Sträucher und ganz kleine Eichen oder sowas. Jetzt ist auf einmal voll der dichte Buchenwald.
Oh, oh. Ich habe hochgeguckt und mir ist eine Fliege ins Nasenloch geflogen. Uah. Wir kochen uns griechische Nudeln an einem der vielen schönen Trinkstellen in den Bergen. Immer mit Schatten, Bänkchen. Eifrig Zigaretten rauchten und vor sich hin munkelten. So entstand nach und nach aus Gemunkel. Wir wollen eigentlich noch einen Ort erreichen. Viel sind wir jetzt noch nicht gefahren, also sind bestimmt noch 15 Kilometer. Und jetzt müssen wir erstmal 5 wieder zurück, weil wir uns verfahren haben. Aber es war eine geile Strecke, also freue ich mich eigentlich. Papa fährt auch richtig stramm hier durch und legt sich auch nicht aufs Maul. So wie ich. Toi toi toi. Letzte Mal. Wow, die Stelle wieder. Ja, komm. Alter, warum rede ich überhaupt? Ich fahre ganz kurz mal da raus, dann kann ich sie hinstellen. Mal schauen, wie das klappt. Ich lasse mal laufen, weil kriege ich glaube ich nicht angekickt. Ja! Alter, das ist richtig tief hier. Ne, sinkt nur ein. Ja. Warte mal. Dem muss doch beizukommen sein. Ist ganz schön fett. Vielleicht versuche ich die Front hier rauszuheben. Warte. Matschig. 1, 3. Sehr schön. Ja, sehr schön. Okay. Aber ist schon mal gut. Die ist raus aus dem Loch. Ja, sorry für diesen Multimedia-Kram jetzt hier. Mit Kabel und Kamera. Schreibt's mal in die Kommentare. Sieht das scheiße aus oder cool? Ja. Eine Tomate! Stopp! Stopp, Tomate! Heute gibt es aber Tomatensalat. Was dachtest du dir wohl so? Komm in die Tüte. Was hat sie jetzt davon? Wer? Die Tomate. Dass sie zerdetscht ist, meinst du? Die wollte abhauen. Wie, die wollte abhauen? Ach, die war das? Ja, die wollte entwischen. Wie hatte das gemacht? Aber weil sie so rot ist, habe ich sie gesehen. Und die hat mich überholt. Nee. Auf dem Weg runter. Bereiche unter 4, was auf ein hohes Niveau der dargebotenen Geschichten hindeutete. Schließlich siegte